Gut. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom SIP Scooter Shop. Ich bin der Elvis, ihr kennt mich vielleicht schon aus ein paar anderen Videos und ich stelle euch heute unseren neuen Zylinder für die Vespa Small Frame Modelle vor. So, das hier ist der Zylinder und wie man eigentlich gleich erkennen kann, ist es schon mal kein kleiner Zylinder, kein 75er oder 85er Zylinder, sondern es handelt sich hierbei um einen 125er Zylinder, also 125 Kubik. Das Besondere an dem Zylinder ist, dass er mit einem Teilegutachten kommt, das heißt, er ist eintragbar ohne Geräuschmessung, ohne Leistungsmessung. Da sagen jetzt vielleicht manche, aber das gibt es ja schon bei euch im Shop mit einem ganzen Kit. Da habt ihr auch recht, aber bei dem Zylinder ist noch ein bisschen besonders, das ist ein Update von unserem alten Zylinder sozusagen mit einem um einiges neuerem, modernerem Kanallayout, was einfach die Performance von dem Zylinder ordentlich verbessert. Den Zylinder auch eigentlich zu einem relativ amtlichen Rennzylinder macht, aber eben in der Konfiguration, wie er jetzt halt in dem Teilegutachten ist, auch einfach ein straßentauglicher, guter, auf der Straße fahrbarer und eben eintragbarer, normaler 125er Zylinder. So, und wie der Zylinder im Detail aussieht, zeige ich euch jetzt halt hier mal beim Unboxing. Gut, dann schauen wir mal, was so drin ist in der Box. Also, erstmal kommen natürlich die Kleinteile, Dichtungen und Zylinderkopfschrauben. Dann kommen wir zum eher spannenden Teil. Einmal hier der Zylinderkopf. Da sieht man schon, der ist aus Alu, der ist schön leicht, hat einen schön gefrästen und CNC gedrehten Brennraum. Hat auch noch ein paar extra Kühlrippen hier unten dran, zur besseren Kühlung sozusagen. Und man sieht auch gleich noch was relativ Spannendes. Der hat nicht nur die 4 Bohrungen für die Zylinder-Stehbolzen, die auch im Motorgehäuse sind, sondern noch 4 extra Bohrungen. Das liegt daran, dass der nicht wie die meisten anderen Zylinder nur mit den 4 Zylinder-Stehbolzen befestigt wird, sondern der ist 8-fach verschraubbar. Deswegen sind hier in der kleinen Tüte mit den Schrauben und Muttern auch noch 4 kleine Schrauben. Das heißt, der Zylinder kann 8-fach verschraubt werden, ist dadurch einfach ein bisschen besser gesichert, wird sich nicht lösen oder so. Genau. Daran merkt man auch schon ein bisschen, dass der Zylinder sich leicht abgeschaut ist von Zylindern aus dem Rennsport. Das sieht man auch hier an den Überströmern sehr schön. Das ist auch das, was ich vorher meinte, dass das Layout ein ziemlich modernes Rennzylinder-Layout ist sozusagen. Deswegen hat er diese großen Überströmer. Auch der Auslass ist ziemlich groß und die Kanäle sind auch einfach vom Winkel her genau ähnlich angeordnet wie bei Rennzylindern. Und es ist aber ein Graugusszylinder, also relativ schwer und halt, ja, so wie man halt eigentlich die ganzen anderen Straßenzylinder so kennt. Sieht so aus und hat eben auch hier die 4 extra Bohrungen für die 8-fache Verschraubung vom Zylinderkopf. Genau, eine noch sehr wichtige Sache bei dem Zylinder ist, bei vielen Rennzylindern ist ja das Problem, dass man bei einem originalen Vespa Small Frame Motorgehäuse oder bei unseren Motorgehäusen, die nicht in der Evo-Variante sind, diesen Lüfterkanal, diesen Staubschutzring hier entfernen muss, um den Rennzylinder dort zu platzieren. Das ist bei dem Zylinder hier, weil es ja eben auch eigentlich kein Rennzylinder ist, sondern ein Straßenzylinder, extra bedacht worden und man sieht, das ist bei dem Zylinder nicht der Fall, dass man da irgendwas abfräsen oder sägen müsste. Das passt Plug and Play. Also man kann den einfach auf jedes originale Motorgehäuse draufbauen, ohne Probleme. Man braucht eben nur eine Kurbelwelle mit dem entsprechenden Hub, weil es ein 125er Zylinder ist, also 51 Hub Kurbelwelle und dann lässt sich der Zylinder da problemlos und vor allem ohne Bearbeitung montieren. Zu der Bearbeitung komme ich jetzt sowieso nochmal, denn es gibt ja, wie ich schon vorher angesprochen habe, zu dem Zylinder ein Teilegutachten. Dazu erkläre ich euch jetzt auch noch was. Also, der Zylinder verfügt wie gesagt über ein Teilegutachten. Dazu muss man aber vorweg eine Sache sagen. Obwohl der Zylinder so große Überströmer hat, wie man hier sieht, die ja viel größer sind als die vom Gehäuse hier und was natürlich dazu verleitet, dass man jetzt hier mit dem Fräser hergehen würde und die Überströmer anpassen würde,
ist das eben nicht zugelassen in dem Teilegutachten. Also das Teilegutachten gilt nur, wenn die Überstromkanäle vom Motorgehäuse unbearbeitet sind. Damit wurden auch alle unsere Tests gemacht. Also es ist nicht so, dass der Zylinder dann absolut keine Leistung mehr hat oder so, sondern damit hat er genau die Leistung, die hier drinnen angegeben ist. Das ist bei dem Zylinder mit einem 19er Vergaser und einem Auspuff, einer Zip Road Banane oder einer originalen Piaggio-Banane. Da sind es 7 kW bei dem Zylinder, was dann eben mit dem Gewicht von der Small Frame Vespa das richtige Leistungsgewicht ergibt für die A1 Führerscheinklasse oder 125er Klasse, wie man auch sagen würde. Der Zylinder ist eben eigentlich ursprünglich genau dafür gedacht, dass man eine originale Vespa 50 nimmt und eben ohne Leistungsmessung oder Geräuschmessung einfach den Zylinder draufbauen kann und auf 125 Kubik aufrüsten kann, um dann eben mit dem 1 größeren Führerschein, mit dem A1, den man schon mit 16 machen kann oder auch durch den neuen B196 Führerschein nachträglich zu seinem Autoführerschein machen kann und dann eben eine leistungsstarke Vespa hat, die aber komplett legal ist und eintragbar ist. Genau. Das ist quasi der Sinn von dem Zylinder. Also eine Umrüstung von 50 auf 125 Kubik mit einem Teilegutachten dazu und eben einem modernen Layout, das aber den Zylinder trotzdem noch zu einem sehr guten Zylinder macht. Und diese 7 kW, die ich jetzt genannt habe, die hier eingetragen sind, die können wir jetzt auch mal überprüfen bei uns am Prüfstand. Dafür gehen wir einfach in den Prüfstandsraum, schauen wir mal, was wird. Was wird? So, jetzt sind wir im Prüfstandsraum. Wir haben hier schon eine Vespa, auf der der Zylinder schon verbaut ist. Das ist ziemlich cool. Da haben wir jetzt noch verbaut einen 19er Zip DSRC Vergaser und eine Zip Road Banane für die Small Frame. Also genauso wie es auch im Teilegutachten steht, wie man es sich auch eintragen lassen kann. Auch die Überströmer sind nicht bearbeitet, also das ist genauso, wie man es sich eintragen lassen kann, ohne Geräusch- und Leistungsmessung. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das so läuft und was es so an Leistung hat. Gut, also wie man gesehen hat, jetzt hat die Vespa hätte 8,2 PS am Hinterrad. Das ist jetzt halt natürlich nicht direkt erkennbar, wie viel kW ist das jetzt und stimmt das überhaupt überein mit dem, was im Leistungsgutachten steht. Das kann ich euch hier jetzt halt noch zeigen. Das hier ist jetzt halt der Leistungsgraph in der Anzeige von der Hinterradleistung. Da sieht man hier, die Spitze ist bei 8,2 PS. Das sind umgerechnet 6,1 kW. Da denkt man sich, ist ja jetzt halt aber doch ein bisschen weniger, als im Leistungsgutachten steht. Allerdings wird bei der Begutachtung vom TÜV nicht die Hinterradleistung ist da nicht ausschlaggebend, sondern die Motorleistung. Das kann man hier jetzt halt auch einmal umstellen. Der Prüfstand errechnet das. Und da sieht man hier am Motor werden das umgerechnet 9,3 PS, die wir jetzt halt haben. Und das sind dann wieder umgerechnet in kW 6,8. Also 6,87 kW, das kommt hin. So, und jetzt, wo wir gesehen haben, wie viel Leistung die Karre hat, können wir ja mal schauen, wie das Ganze sich so auf der Straße fährt, wie viel Spaß es macht. Dazu ziehe ich mir schnell einen Helm und eine Jacke an und dann fahren wir mal eine Runde. Gut. So, also die Karre läuft, das sieht man ja, fährt auch ziemlich gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir neben der Leistung, die wir jetzt schon am Prüfstand gemessen haben, noch ein paar andere Werte messen können. Und zwar nämlich, wie schnell sie beschleunigt zum Beispiel oder was die Höchstgeschwindigkeit ist. Dazu nehmen wir diese Quarter-Mile-App, die bei uns im Shop angepriesen ist, die wir mitentwickelt haben. Und bei der kann man sich in 2 verschiedenen Modi messen, entweder wie schnell man von 0 auf zum Beispiel 100 km/h braucht oder so, oder wie lang man für eine gewisse Distanz braucht. Und das probieren wir jetzt halt mal aus. Ich würde sagen, wir messen mal zum Beispiel eine Distanz von 150 Metern, wie lange sie dafür braucht, und versuchen auch noch mal eine Geschwindigkeit irgendwie hinzukriegen, aber da weiß ich jetzt noch nicht genau welche.
Also wir sind jetzt 150 Meter gefahren und dabei hat er hier jetzt gemessen und ausgerechnet, wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 66,6 km/h erreicht, also fast 70 km/h. Und es hat 19,035 Sekunden gedauert. Gut, also die Messung hat gut funktioniert, die App funktioniert auch super. Dann würde ich sagen, als abschließende Zusammenfassung, also der Zylinder funktioniert wirklich gut und das Coole ist halt einfach, dass man ihn sich einfach kaufen kann, draufbauen und man muss keine Leistungsmessung machen, keine Geräuschmessung, sondern es liegt ein Teilegutachten dabei. Man kann ihn sich so vom TÜV eintragen lassen und das ist tatsächlich, muss man auch noch dazu sagen, ist der erste Zylinder auf dem Markt, den es gibt, bei dem das möglich ist, sich einfach eine 50er Vespa zu nehmen und die auf 125 Kubik umzurüsten, ohne großen Stress mit dem TÜV zu haben, mit einer Geräusch- und Leistungsmessung. Es war auch nicht ganz leicht, also wir haben da echt lange darauf hingearbeitet, dass das möglich ist. Also wenn ihr Bock habt, eure 50er auf 125 Kubik umzurüsten und dann auch einen großen Führerschein zu machen oder wenn ihr schon einen großen Führerschein habt, dann holt euch den Zylinder, der ist jetzt bei uns im Shop erhältlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt ein bisschen was verstanden und hattet Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ciao.